Hallo liebe Freunde, fabelhaftes Wandern ist heute die Devise. Und wenn wir ein bisschen Glück haben und das zieht ein wenig auf, heute früh, ihr seht ja selbst, ist es noch ziemlich trübe, dann bekommen wir auch eine wunderbare Panoramawanderung geboten. Also viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Ausgangspunkt dieser wunderbaren Tour ist der Wanderparkplatz unterhalb des Knüllköpfchens. Die Tour selber geht auf eine Empfehlung vom Tourismusverband Rotkäppchenland zurück. Allerdings war ich so frei, siehe die aktuell noch getrübte Sicht und habe diese Empfehlung in einem Punkt ignoriert. Ich bin andersherum gelaufen. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg zunächst hoch aufs Knüllköpfchen. Sollten vorher allerdings noch diese schöne Aussage zur Kenntnis nehmen und vor allem verinnerlichen. Nach dem ersten kleinen, aber fürs Mittelgebirge kräftigen Anstieg finden wir auf dem Knüllköpfchen bekanntlich den August-Franke-Turm. Und es wäre mehr als unklug, den links liegen zu lassen. Steigen wir also nach oben. Klar, auf eigene Gefahr und auch wenn die Fernsicht nicht 100% perfekt ist. Aber einiges erkennen bzw. ahnen wir dennoch. Beispielsweise die Schwalm oder im Dunst Richtung Amöneburg, welche wir beide bereits besucht haben. Richtung Nordwest schweifen unsere Blicke beispielsweise zum Kellerwald oder in Richtung Habichtswald. Manche sagen sogar, mit ganz viel Glück könne man den Herkules im Kasseler Bergpark erkennen. Schwenkt man ein Stück weiter in Richtung Osten, könnte man über den Knüllwald hinweg, theoretisch in Richtung Meißner oder gar Thüringen, beispielsweise die Rhön schauen. Immerhin, der verhältnismäßig nahe Eisenberg ist noch relativ gut zu sehen. Habt ihr jedoch mehr Glück mit dem Wetter, dann werden euch noch viel bessere und fantastischere Ausblicke geboten. Nach unten abgestiegen entdecken wir hinter dem Turm noch diesen Vermessungspunkt von 1823. Also nicht nur die Sachsen hatten ihre berühmte königlich-sächsische Triangulierung, auch im Kurfürstentum Hessen-Kassel kannte man dieses Prinzip. Doch nun machen wir uns wirklich auf den Weg. Nein, nicht zu dieser Ruhebank für Riesen, um ein weiteres Mal bewundernde Blicke in Richtung Kellerwald zu werfen. Natürlich, viel Ruhe und Entspannung sollt ihr bei der heutigen Tour haben. Dennoch wird jetzt trotzdem gelaufen. Immer der sehr guten Ausschilderung folgend. Auch wenn es mit uns zunächst ziemlich bergab geht. Über die Wiesen erreichen wir den Feldweg. Laufen diesen ein klitzekleines Stück, sehen noch weitere interessante und spannende Wandermöglichkeiten. Ihr wisst ja, umdrehen ist sehr oft reizvoll, so auch hier zum Knüllköpfchen zurück, welches heute mit himmlischen Strahlen blauen Himmel veredelt wird. Und während wir uns vergnügen, muss der Bauer seinem Gewerbe nachgehen. Direkt nach Vorbeifahrt von selbigen dürfen wir links abbiegen. Ist der Bauer gerade nicht da, dann achtet bitte links auf das Schild. Und so können wir anschließend in diesen schönen Waldweg abbiegen und gehen zunächst immer geradeaus. Am Hasenstrauch angekommen, wo es früher immer ausgesprochen viele Hasen gegeben haben soll, heißt es aufgepasst. Wir biegen nunmehr weiter unserer Markierung F folgend in diesen schönen schmalen Waldpfad ein. Und genau das und der folgende Wegabschnitt ist, neben der Hoffnung auf das Aufziehen des Morgendunstes, einer der Gründe, weshalb ich es vorgezogen habe, diesen Weg falsch herumzugehen. Die erste Hälfte der Tour ist derart ruhig und zum Entspannen. Mir hat es unheimlich gut getan und öffnet Herz und Seele für den Zauber der Natur, wenn man nicht sofort mit Reizen überflutet wird. Dazu hebt man sich die Highlights, also die Fernsichten, quasi als Nachtisch zum Schluss auf. Übrigens kann man von hier auch nach Wallenstein, welches nichts mit dem berühmten Feldherrn zu tun hat, gehen.
Aber Wallenstein heben wir uns noch für eine spätere Wanderung auf. An der Heinrich-Ruppel-Hütte könnte man das erste Picknick machen und dieses, wie ich finde, entspannende Bild genießen. Ich hatte nach dem kurzen Stück jedoch noch keinen Hunger, sondern habe meinen Weg fortgesetzt, nicht ohne dieses netten Hinweises zu gedenken. Nunmehr, wie ihr seht, über die Felder, die sogenannten Schwärzwiesen. Der Weg ist erneut sehr gut markiert, allein die Augen aufmachen muss man natürlich und die Gefahr zu träumen ist in dieser lieblichen Kulisse doch vorhanden. Beispielsweise hier auf der Hälfte des Feldes. Lauft also nicht einfach verträumt geradeaus weiter, sondern biegt nach rechts auf diesen schmalen Feldweg ab. Wer jedoch auf Nummer Sicherheit gehen möchte, dem stelle ich wie immer die Links von Komoot und Autoactive unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Und wer denkt, über Felder zu gehen sei öde und langweilig, der irrt meiner Meinung. Ich finde es hier zum einen unheimlich entspannend und bezaubernd, zum anderen habe ich bisher immer Rehe in den Wiesen gefunden. Also keine vom Tourismusverband als Attraktion ausgestopfte Rehe, sondern total glückliche und entspannte, die sich von keinem Wanderer stören ließen. Ihr seht ein deutliches Zeichen, hier kann man porentief entspannen. Allein heute war keins da. Ist das etwa auch ein Zeichen des in unserem Lande inzwischen üblichen Personalmangels? Jetzt auch bei Rehen? Irgendwann erreichen wir einen asphaltierten Feldweg. Toll ist es zwar nicht, aber mich hat es zum einen nicht gestört, zum anderen ist dieser Abschnitt lediglich 300 Meter lang. Interessant ist die Ochsenstallhütte, woher der Name kommt. Hier hoch in diese Höhen wurden früher Ochsen getrieben zum Abweiden der Wiesen. Seht ihr, nicht weit, und wir verlassen, wie versprochen, den asphaltierten Feldweg und bekommen zum einen schönen Blick auf Hergetsfeld, zum anderen Richtung Knüllwald. Eine erste Vorahnung von Fernsichten. Meine Meinung, egal ob über Feld oder durch Wald, wir sollten froh sein, am Leben und gesund zu sein. Erneut völlig entspannt verläuft auch der nächste 1,5 Kilometer. Problematisch wird es an dieser Feldwegkreuzung. Irgendjemand fand es wohl ausgesprochen witzig, die Wegweiser abzubrechen. Mein Humor ist das ganz und gar nicht. Per Karte oder Handy vergewissert laufen wir aber weiterhin geradeaus und bleiben in der Laufrichtung für einen weiteren Kilometer. Bis wir wieder auf ein Luxusproblem stoßen, nämlich an dieser Kreuzung. Eigentlich geht unser Weg nach rechts, siehe die zum Glück wieder vorhandene Ausschilderung. Aber links lockt das Schwarzenbirner Steinkreuz und das auch noch mit Aussicht, also nichts wie hin und nachgeschaut, würde ich sagen. An der nahen Schutzhütte angekommen, finden wir zwar 3 relativ große Steine vor, aber ohne jede Inschrift etc. Ich habe auch sehr lange recherchiert, was es mit diesem Steinkreuz für eine Bewandtnis hat. Alleine niemand konnte mir Auskunft geben. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass man den Schwarzenbirnern ähnliche Streiche nachsagt wie den Schildbürgern? Vielleicht weiß jemand von euch die Antwort auf das Rätsel. Aber dafür bietet die Schutzhütte eine schöne Möglichkeit für ein Picknick, nicht ohne vorher noch einen Blick auf das nahegelegene Schwarzenborn und in Richtung Eisenberg geworfen zu haben. Mit vollem Bauch gehen wir die 100 Meter wieder zurück an den letzten Abzweig und folgen weiter unserem bisherigen Weg, und die Ausschilderung verheißt doch viele Leckerbissen, welche nunmehr auf uns warten. Ihr seht es, umso höher wir steigen, umso schöner wird die Aussicht, zunächst in Richtung Eisenberg. Interessant finde ich auch die Idee, die Wegmarkierung mangels anderer Befestigungsmöglichkeiten auf den Feldweg zu malen. Auch wenn der Anstieg sehr moderat ist
Umso schöner werden die Bilder, egal ob in Richtung Wallenstein, Rothenburg an der Fulda oder erneut zum Eisenberg. Genau das ist der anfangs angesprochene Grund, verkehrt herumzugehen. Der Nachtisch kommt zum Schluss, das heißt, die Ausblicke sind einfach schön und ich wiederhole mich hier gerne, reizvoll. Und dann bekommen wir trotz Dunst den Blick auf den Monte Cali und ahnen mehr als wir sehen, den Rand des Thüringer Waldes bzw. die Rhön. Ihr ahnt es also, wie schön es erst bei klarer Sicht hier oben ist. Vor lauter Schauen und Aussichten sollten wir am Waldknüll nicht das Schild und das Abbiegen verpassen. Ein Stück dürfen wir noch am Rande des Waldknülls mit neuerlich schönen Aussichten entlang gehen. Leider, bevor wir uns von diesen schönen Aussichten trennen müssen, ein letzter Blick zum Eisenberg und auf den Rand von Schwarzenborn und dann biegen wir rechts in das Wäldchen ab. Und die Natur verwöhnt uns trotzdem. Und siehe, noch einmal bekommen wir quasi ein kleines weiteres Bonbon geboten. Weit müssen wir auch nicht mehr laufen, ehe uns unser Knüllköpfchen wieder grüßt. So laufen wir erneut über die Felder. Bei Sonnenschein solltet ihr an eine Kopfbedeckung denken. Um uns den Abschied von dieser schönen Runde etwas leichter zu machen, liegt zu unserer Linken erneut dieses herrliche, heute leider etwas eingetrübte Panorama. Am Parkplatz angekommen, könnten wir natürlich nach Hause fahren. Wem der Bauch jedoch knurrt oder wer durstig ist, dem bieten sich hier oben sogar zwei Möglichkeiten zur Abhilfe an. Zum einen die gemütliche Knülljause. Bis in die 80er Jahre waren hier die Amerikaner stationiert und ganz ehrlich, so wie jetzt, ist mir dieses freundliche Anwesen dann doch tausendmal lieber. Einige 100 Meter weiter unten wartet das Restaurant Bogler auf uns. Friedrich Wilhelm Bogler war übrigens ein bekannter Maler der Knülllandschaft. Und er würde bestimmt auch hier gerne einkehren. Denn die Lage allein ist schon herrlich. Könnt ihr euch davon partout nicht trennen, dann gibt's sogar ein Gästehaus zum Übernachten. Na, klingt das verlockend? Ich denke schon. Wer jetzt noch mehr über das Land von Rotkäppchen wissen möchte und warum das Knüllköpfchen nicht mehr der höchste Berg des Knüllgebirges ist, der sollte sich jetzt im Anschluss unbedingt noch diesen Film anschauen.